Servus zusammen, ich habe hier eine der beiden neuen Starterboxen zu Flames of War, die wir uns in diesem Video mal ansehen werden. Mir wurde die Box freundlicherweise von S-Games zur Verfügung gestellt, um mir die mal anzusehen. Ihr werdet da auch einen Link zum Shop in der Videobeschreibung finden. Lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen, wenn ihr euch für Flames of War interessiert, euch vielleicht die Box hier dann in Folge auch selbst kaufen möchtet oder natürlich irgendetwas anderes im Bereich Tabletop. Ihr findet da alle möglichen Spielsysteme im Shop. Aber sonst werden wir uns jetzt mal gar nicht weiter hier aufhalten und die Box gleich mal öffnen. Wie wir hier sehen schon, ich habe da selbst noch gar nicht reingeschaut. Im Endeffekt, wir bekommen hier wieder eine 2-Spieler-Starterbox, eben wie schon bekannt von den letzten Veröffentlichungen zu Midwar. Auch hier haben wir natürlich wieder eine Midwar-Box, diesmal eben für den aktuellen Release, der kürzlich erfolgt ist bezüglich Ostfront mit eben Deutschen und Sowjets. Wir sehen auch hier schon 21 Panzer haben wir in dieser Box mit drinnen. Und ich finde diese Boxen eigentlich immer sehr schön, um ins Spiel generell mal einzusteigen, weil man hier für einen sehr guten Preis eigentlich alles bekommt. Für 2 Seiten, mal die ersten Figuren und auch immer ein Regelbuch dabei. Wir haben auch hier dann die ganzen Informationen, auch was wir hier bekommen. Eben, wie schon gesagt, 2 Armeen für den Start, für die Deutschen und Sowjets. Und was auch immer sehr schön ist, hier ein Regelbuch, das uns die vollständigen Regeln liefert für Flames of War. Das finde ich immer sehr schön, wenn sowas dabei ist in einem Starter-Set und hier noch dazu in A5, also kann man gut immer mitnehmen. Dann eben noch Quick Start Guide für die ersten Informationen und auch ganz schön hier die Unit Cards, die es ja auch gibt für die einzelnen Einheiten, sind auch hier dann speziell für unsere Einheiten, die wir hier dann bekommen, in der Box mit drinnen. Was auch eine sehr schöne Ergänzung ist und dann eben hier noch die Information auf der Seite, habt ihr sicher schon gesehen, unsere beiden Armeen, die uns hier dann modelltechnisch erwarten. Ich persönlich, wie gesagt, freue mich immer bei solchen Boxen und auch hier besonders jetzt auf das Thema Ostfront, denn mit diesem Inhalt habe ich mich generell noch nie beschäftigt, sondern ich bin bisher immer im Bereich Late War und da Normandy meistens unterwegs gewesen, generell eben Frankreich und dann eben seit Anfang des Jahres jetzt auch beim Midwar eingestiegen mit eben den Italienern für Nordafrika, aber eben noch überhaupt nichts in die Richtung Ostfront. Also da bin ich schon mal sehr gespannt. Wie wir hier schon sehen, wir haben eine ganze Menge Plastik dabei, wie gehabt. Auch das wieder farbkodiert, sodass man auch auf dem Spielfeld gleich mal ein bisschen Farbunterschied hat, wenn man nur erstmal startet mit diesem ganzen Spielsystem, um die beiden Armeen dann auch voneinander unterscheiden zu können. Natürlich ist es immer ein bisschen schöner, wenn die Sachen dann natürlich fertig zusammengebaut und bemalt sind. Aber auch generell die Gussrahmen, die wir hier bekommen, die Bausätze unterscheiden sich teilweise, glaube ich, sehr stark in Bezug auf die Erscheinung. Weil hier haben wir zum Beispiel also das Erscheinungsjahr, beziehungsweise besser gesagt, hier zum Beispiel der Bausatz ist bereits aus 2013 und ich weiß hier jetzt auch gar nicht, ob hier allzu viel Neues dann an Einheiten dabei ist, aber wie wir hier schon sehen, wir haben hier eine ganze Menge an Panzern für unsere beiden Fraktionen. Ich werde jetzt mal hier raussortieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe hier jetzt mal schnell ein bisschen aussortiert mit den Bausätzen, weil das doch eine ganze Menge an Kunststoff ist. Und wie gesagt, ich selbst habe mich ja noch gar nicht mit dem Thema Ostfront beschäftigt. Großartig. Daher
kann ich auch hier gar nicht so viel zu den verschiedenen Sachen sagen, die wir hier dann in der Box bekommen. Ihr habt, wie vorhin schon am Anfang gesehen, eine Auflistung gehabt, welche Panzer alles dabei sind für beide Fraktionen und auch, was ich hier noch vorhin schon gesagt habe, auch hier, zumindest dieser Gussrahmen ist auch von 2018 bereits, also wesentlich jünger als der andere. Und da gibt es halt dann auch ein paar Unterschiede. Was mir hier gleich nochmal aufgefallen ist, was auch aus den anderen Sets schon bekannt ist, für wirkliche Neueinsteiger, wenn ihr noch gar nichts habt zu Flames of War, bekommt hier auch Objective Marker und diverse weitere Token, um eigentlich alles im Spiel gut darstellen zu können. Die könnt ihr euch hier dann einfach ausschneiden. Einmal für die Sowjets und eben auf der anderen Seite dann für die Deutschen. Das ist auch immer sehr schön, dass das hier dabei ist. Und so hat man schon wirklich mal alles, um ins Spiel dann mal einzusteigen und loszulegen. Hier noch die Besatzungen für die einzelnen Panzer, um dann eben HQ darzustellen oder eben auch die Leader der einzelnen Formationen. Das habt ihr hier alles dabei für beide. Auch hier sehr schön aus Kunststoff, also nicht irgendein Resin oder etwas ähnliches. Dann, was man natürlich auch noch braucht als Spieler, vor allem eben als Anfänger, für die diese Boxen ja auch gedacht sind, sind dann natürlich Würfel. Auch hier wieder in zwei verschiedenen Farben für beide Fraktionen. Leider kein, auf der 6 bzw. 1 kein Armeesymbol oder etwas ähnliches, sondern nur durch Farben unterschieden. Aber ich denke mal, für den Anfang reicht das vollkommen aus. Sie sind für mich persönlich ein bisschen zu klein. Ich habe da gerne etwas größere Würfel, aber sehr schön, dass sowas eben in einer Starterbox mit dabei ist. Und dann hier noch den ganzen anderen Teil, eben wie hier schon gesagt, die Spielkarten für unsere Units. Auch hier mit einer schönen Übersicht, was man eben dann alles spielen kann. Hier Soviet Forces eben für die verschiedenen Bücher, die es dann auch gibt, beziehungsweise die ja jetzt im Compilation Book zusammengefasst sind. Da habt ihr dann die verschiedenen Battalions hier schon einmal als Übersicht, die es dann gibt in den Büchern. Und hier dann eben auch schon erste Regelinformationen mit Movement Orders, wie die eben, welche es eben gibt im Spiel. Auch hier schön handlich verpackt, dass man das gleich mal nutzen kann. Und das gleiche gibt es dann hier nochmal eben dann auch für die deutsche Seite, wesentlich weniger, aber auch hier schon mal erste weitere Regelinformationen. Und sehr viel wichtiger natürlich für unser Spiel, hier dann die Einheitenkarten selbst, eben für die Deutschen und die Sowjets, die wir hier dann bekommen. Und hier können wir gleich mal durchschauen, weil da sehen wir es gleich noch besser, was wir hier eben bekommen. Wir haben hier mal eben dann den Tiger mit Anti-Tank 14 und auch mit einer Frontpanzerung von 9. Und ansonsten ist das Ganze darum herum aufgebaut. Man hat hier Panzer 3, Panzer 4 als HQ bei den Deutschen. Dann das gleiche hier nochmal Panzer 3 und 4 Mixed Platoon. Dann sind, ich glaube, 2 Panther-Modelle dabei, die wir hier dann als weiteres Platoon spielen können und als Abschluss dann eben den Tiger. Und bei den Sowjets ist es ein T-34 Bataillon, eben mit dem T-34 Tank Battalion HQ, mit wahrscheinlich einem Panzer, ja genau. Dann haben wir hier in der Box auch noch mehrere T-34 drinnen, die eben dann bei Platoons dann auch gespielt werden können, die hier dann auch dementsprechend 2 Unit-Karten dann haben, um diese dann darzustellen. Dann Valentines sind, glaube ich, 3 dabei, die es ja auch bei den Sowjets dann gegeben hat. Und zum Abschluss dann hier noch eine Tankkiller Battery. Auch hier alles in allem, wenn man so mal auch drüber schaut, wir haben hier keine so hohe Panzerung, wie wir es hier beim Tiger vorhin hatten mit der 9. Auch sonst
Auch die Panther zum Beispiel haben hier bei den Deutschen 9, da haben wir hier bei den Sowjets durchgängig eben die 6. Und auch bei den Waffen, die sind natürlich da, die AHQ und natürlich die 34 generell ja dann alle gleich sind, haben natürlich auch die gleichen Waffen mit Anti-Tank 9 alle. Und auch die anderen beiden sind dann hier nur diese Batterie ein bisschen stärker mit eben Anti-Tank 12, aber jetzt auch nicht die 14, die wir bei den Deutschen dann eben hatten. Aber dafür haben wir hier dann natürlich auch ein paar mehr Panzer dabei. So mal zur Übersicht der beiden Armeen, die wir hier dann finden von den Einheiten her. Dann klarerweise auch, wie ich vorhin schon sagte, das Regelbuch im A5-Format. Das ist leider ein bisschen immer das Problem. Hier bei den Starterboxen ist mir zumindest ein bisschen schon aufgefallen. Die sind dann teilweise auch beschädigt, wenn man sie hier schon auspackt. Ist aber kein großes Malheur. Klarerweise ist hier nur das Cover, aber man bekommt diese Bücher eben immer und überall dazu. Also solltet ihr dann hier erweitern von dieser Box weg und euch eine der beiden weiteren Armeeboxen dann zu den Deutschen kaufen oder zu den Sowjets, da gibt es jeweils eben 2, um dann weiter aufzubauen, habt ihr dort auch jeweils nochmal das Regelbuch mit drinnen. Also ich glaube, mit diesen ganzen Sachen, die ich mir jetzt schon gekauft habe im Verlauf der letzten Zeit zu Flames of Warfare 4, ich glaube, ich habe insgesamt sicher 4 oder 5 von diesen Regelbüchern. Also da ist es kein Problem, weil hier mal eines beschädigt ist. Und ihr habt natürlich die Möglichkeit, die immer schön auch an Leute weiterzugeben, um denen mal das Spiel zu zeigen oder mal ein Spiel herzuzeigen, dass sie sich vielleicht anschauen können. Kann man diese auch sehr gut herschenken, diese kleinen Regelbücher. Dann eben hier die Core Rules, dann noch drinnen, die uns dann eben mit so einem kleinen Folder dann quasi die Regeln ein bisschen schon vorab dann eben erklären, ohne dass wir ins Regelbuch schauen müssen. Da könnt ihr dann eben schon sehr klasse starten, Figuren zusammenbauen, dieses Booklet lesen und ihr könnt schon mal starten und das Regelbuch komplett außen vor lassen. Und dann zum Schluss hier natürlich noch eine Bauanleitung für die Dinge, die ihr hier in der Box bekommt. 2 Dinge hier bei dieser Box vielleicht noch, oder beziehungsweise bei dieser Anleitung, bei diesen Zusammenbauanleitungen. Diese sind hier sehr minimalistisch, wie man hier auch sieht, muss man ein bisschen vielleicht aufpassen beim Zusammenbau. Und noch sehr viel wichtiger ist, das, was ihr hier an Zusammenbauanleitung bekommt, erlaubt euch nur das zu bauen, was ihr dann auch laut den hier mitgelieferten Karten in dieser Box spielen könnt. Denn es gibt dann teilweise auch noch die Möglichkeit, dass es eben in den richtigen Armeebüchern oder generell dann eben andere Bewaffnungen dann auch gibt für zum Beispiel den T34. Also wie gesagt, ich weiß es jetzt natürlich nicht, ob das der Fall wäre, aber zum Beispiel könnte es das geben. Und dann habt ihr, weil das die gleichen Bausätze sind, die natürlich auch generell gekauft werden können, habt ihr möglicherweise auf dem Gussrahmen eine dementsprechende Waffe mit dabei, die ihr dann aber laut dieser Zusammenbauanleitung hier gar nicht verbauen könnt. Daher lohnt es sich hier immer dann auf der Flames of War Webseite vorbeizuschauen, denn dort sind die Bauanleitungen vollständig und zeigen euch auch alles, was ihr hier dann bauen könnt. Und ich glaube, diese Nummern, die hier dann dabei stehen bei den Gussrahmen, die zeigen euch dann auch, welcher Bausatz das ist. Also die könnt ihr in die Suche auf der Homepage eingeben und bekommt dann schon einen Artikel zu diesem Bausatz, zu diesem Modell. Und dort findet ihr dann auch die dementsprechende Zusammenbauanleitung. Oder beziehungsweise habt ihr hier dann auch auf den Einheitenkarten auf der Rückseite jeweils in den Klammern hier diese Nummern. Und ich glaube, auch die sind genau die Nummern, mit denen ihr dann eben nach diesen Bausätzen suchen könnt und hier dann die dementsprechende Zusammenbauanleitung, die vollständige, dann auch finden könnt. Und alles in allem war es das auch schon, wie wir hier sehen. Viel mehr ist gar nicht hier dann drinnen. Ein paar Sachen sind abgebrochen, aber nicht so schlimm.
Und das ist alles, was wir hier dann in der Box eben bekommen. Für den Einstieg schon mal eine ganz gute Sache. Also wir werden uns dann auch in Details in anderen Videos dann mal ansehen, was wir hier dann tatsächlich alles bekommen haben und bauen können. Im Endeffekt sehen wir es hier, wie vorhin gesagt, ja schon, was uns hier erwartet. Aber da wird es definitiv noch ein paar weitere Videos geben, die ich hier dazu machen möchte. Und eine Sache, die vielleicht noch interessant ist oder die mir zumindest aufgefallen ist, als vielleicht ein bisschen ein Kritikpunkt zu diesen Starterboxen von Frames of War, im Speziellen eben diese Mid-War-Boxen hier, wie die Kursk-Box, die wir hier eben haben, oder auch die beiden Boxen, die wir dann für Nordafrika bekommen haben. Es fehlt hier voll und ganz Infanterie. Das heißt, wir haben hier natürlich bei den vollständigen Regeln alles zum Spielen, was wir brauchen. Auch die Regeln natürlich für Infanterie und so sind hier dann natürlich dabei. Das findet man alles im Buch, in den Regeln, und ändert auch sehr, sehr viel am Spielprinzip bzw. Spielablauf, weil das doch einiges an Regeln sind, die uns hier dann noch zusätzlich erwarten. Und das fehlt euch hier komplett. Bei den beiden anderen Boxen zu eben Nordafrika, wie auch hier, sehen wir es schon. Wir haben hier nur Panzer dabei, also diese Infanterieregeln gehen komplett an uns vorbei, regeltechnisch. Man kann das Spiel also nicht ganz komplett abdecken von den Regeln her, was natürlich ein bisschen schade in der Hinsicht ist, aber auch nachvollziehbar, weil es das Spiel dann natürlich ein bisschen schneller vor allem macht, aber auch einfacher für Einsteiger. Und das gleiche stellt sich natürlich dann auch hier im Speziellen für jetzt Ostfront natürlich auch da mit der zweiten Box, denn da gibt es ja auch dann die Stalingrad-Box. Und diese kommt mit eigentlich ausschließlich Infanterie daher, mit eben ein bisschen noch Gun-Teams und Artillerie, glaube ich. Und dort sind zum Beispiel eigentlich überhaupt keine Fahrzeuge, Weiters oder Panzer dabei, sodass man auch hier dann auf die Panzerregeln quasi verzichten muss, mehr oder weniger. Natürlich bietet es sich an, vor allem wenn man es zusammen beginnt, sich beide Starterboxen zu holen, sowohl hier Kursk als auch Stalingrad. Und dann hat man natürlich wieder das volle Erlebnis und ist meiner Meinung nach jetzt im ersten Moment auch eine ganz gute Möglichkeit, um günstig eben ins Spiel einzusteigen und schon mal ganz gute erste Armeen aufbauen zu können und mal ins Spiel zu starten. Und man hat dann wirklich alles, sowohl hier unsere Panzer als auch die ersten Infanterie-Platoons. Also würde ich definitiv für euch dann empfehlen, was ich mir so im ersten Mal denken würde, rein von dem, was man so auch von der zweiten Box gesehen hat. Dann habt ihr hier eure Panzer und die zweite Box eben mit Infanterie. Ja, ich wollte nur noch einmal darauf hinweisen, es wird hier nochmal natürlich mehr kommen in der Zukunft zu dieser Box, beziehungsweise auch zum Aufbau der beiden Armeen ein bisschen. Da werden wir uns auch anschauen, was hier dann alles im Detail dann im zusammengebauten Zustand uns zur Verfügung steht an Panzern, eben auch was das punktetechnisch dann ausmacht insgesamt, damit ihr hier dann auch mal einen Überblick darüber habt. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, ist das vielleicht ein Grund, den Kanal hier zu abonnieren.